Mir taugt das Kreative. Dass Schritt für Schritt immer schöner wird. Wo man irgendwo vorbeigeht und sagen kann, da war ich dabei. Grüß euch bei unserer Farb-Champion Challenge. Ich darf euch den Sebastian Gruber vorstellen. Jetzt ist auch Stefan Planitzer in unserem Team. Und das ist die Lisa Janisch. Wir zeigen euch, wie ihr Schritt für Schritt eure eigene Farb-Challenge lösen könnt. Toni und Marek freuen sich auf einen Nachwuchs. Sie haben uns die Aufgabe gegeben, wie man Wand streichen kann, ohne dass es bei einem Baby Allergien auslöst. Mir ist dazu eingefallen, dass Synthese die Klasse konservierungsmittelfreie Farbe hat. Die Innendispersion extra sensitiv. Dazu hat sich jeder von uns eine schöne Wandgestaltung überlegt. Und wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Sachen, die nicht dreckig werden sollten, haben wir in Vorhinein schon abgeklebt. Löcher und Risse sind auf der Wand auch schon verspachtelt worden. Wie man die richtig herrichtet, könnt ihr in unserem Untergrundvorbereitungsvideo nachschauen. Jetzt werden die Bereiche, wo dann die Gestaltung hinkommt, abgeklebt. Als nächstes richten wir uns die Farbe her, genau so wie es am Etikett vom Kübel angegeben ist. Umgerührt wird mit einem Heizkörperpinsel. Damit nicht zu viel Farbe am Mausel oder auf dem Rolllaum ist, kommt ein Abstreifgitter in die Farbe rein. Und damit die Roller leichter gespeist werden mit Farbe, wird es vorher ein bisschen mit Wasser benetzt. Ecken oder unzugängliche Stellen, oder so wie hier beim Bandel, werden mit dem kleinen Mausel vorgerührt. Für ein perfektes Ergebnis die Farbe satt und gleichmäßig auftragen und dann in eine Richtung ausrollen. In ca. 4 bis 6 Stunden könnt ihr ein zweites Mal drüber gehen. Man probiert alles richtig zu machen und erfährt dann wieder von was Neuem, das was ungesund sein soll. Das ist das gleiche wie mit den Konservierungsmitteln. Ich habe gar nicht gewusst, dass die auch Allergien auslösen können. Aber mittlerweile kann ich schon fast alles Allergie auslösen. Ein Freund von mir hat jetzt ein Tattoo stechen lassen und jetzt eine Tattooallergie gekriegt. Na super, ich glaube, ich habe eine Neigeallergie. Aber in so einem allergiefreien Zimmer kannst das eigentlich nur du sein. Bitte geh um in deinem Bereich. Komm mal her, Lisa. Wie ihr seht, haben wir uns heute säuglingsgerecht, künstlerisch ausgetobt. Das nächste Mal schauen wir uns die Challenge von der Christine an. Sie möchte wissen, wie man eine Balkonfassade saniert. Und wenn ihr eine weitere Farb-Challenge für uns habt, dann schickt es uns auf www.farb-champions.at. Bis zum nächsten Mal.